Hallo sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten und willkommen zurück zu Let's Replay Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Gut, wir machen jetzt weiter. Im letzten Part haben wir den ersten Boss, The Pain, besiegt. Aber damit ist unsere Mission natürlich nicht abgeschlossen. Wir machen weiter. Okay, Minendetektor haben wir auch dann hier aufgesammelt. Damit können wir Minen hier entdecken, falls es hier irgendwo welche gibt. Auch ein sehr nützliches Werkzeug. Ja, war klar, dass ich Futter da voll habe. Ja, wo ich davor über den Minendetektor geredet habe. Na, jojoje. Man kann nie vorsichtig sein, was? Okay, ist auch voll. Ich muss mal mein Inventar räumen. Aber erstmal muss ich da mal was nachfragen. Snake, you've got a bad burn. Burns happen when you're engulfed in flames or get caught in an explosion. When you've got a burn, your maximum life will go down depending on its severity. Burns heal naturally over time without you doing anything, but if you go into cure in the survival viewer and treat the burn, you can heal it instantaneously. To treat the burn, lightly spread the ointment over the wound and wrap it in bandages. If you do both of these things, you can heal the burn altogether. Alles klar, danke für die Information. I see you found some Russian glow caps. The Russian glow cap is a kind of luminescent fungus, a mushroom that glows in the dark. Why would a mushroom glow in the dark? It's bioluminescent, just like a firefly. It uses the so-called luciferin-luciferase reaction. To put it simply, luciferin reacts with luciferase in the presence of magnesium 2+ ions, breaking it down into oxyluciferin and carbon dioxide. The carbonyl groups in the oxyluciferin are initially in an electrical excited state. When they return to their base state, they give off light. Did you get all that? Not really. Oh. By the way, does that mushroom recharge your batteries when you eat it? Huh? I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries or something. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential difference between cells. Organic batteries are known for their highly efficient energy conversion, but they still rely on chemical reactions between proteins and enzymes to... So you're saying they'll get recharged? Believe what you want. Great. Okay, also die können meine organische Batterien auffüllen. Komische Pilze. Lass uns mal... Oje, oje, einige sind schon verfault. Yep, verfault. Überall, wo dieses Fliegensymbol abgebildet ist, das bedeutet, dass dieses Essen ist verfault und darf nicht gegessen werden. Ja. Ja, was du nicht sagst, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe das zu schnell getippt. Okay, das hat ihm nicht so gut geschmeckt. Und das? Alles klar. Sekunde, du hast gerade eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Yep, müssen wir wieder Antidot. Richtig cool, was? Man kann da auch hier auch weitere Einzelheiten von seinem Körper hier untersuchen, zum Beispiel auch sein Skelett. Richtig cooles Detail.
Ja, das waren damals richtig gute und talentierte Spieler. Richtig gute, talentierte Spiele. Gutes Gameplay. Und so weiter und so fort. Und schaut euch an, was heute passiert, ne? Es ist... Ne. Mir fehlen einfach die Worte dafür. Also diese Heilanimationen, die finde ich richtig cool. Die tauchen auch sehr selten auf. Also die tauchen jetzt nicht jedes Mal auf. So. Paramedic, What's up? you were right. About what? I ate a Russian glow cap and it charged up my batteries. Huh? What's wrong? That's great. Snake, can you excuse me for a second? Sure. Yeah, there's no way eating a bioluminescent mushroom would cause your batteries to recharge. What do you think it means? Beats me. Maybe it's all in his mind. You mean like a placebo effect? Why not? You've seen how gullible he is. I guess there's no harm done. Should we let him keep believing it? Sounds good to me. Okay, Snake, I'm back. Yes, the Russian glow cap is a glowing mushroom, so it'll recharge your batteries when you eat it. Die denken sich so wahrscheinlich, ist der jetzt komplett verrückt geworden oder was? You mean you're not wearing any face paint? You can take off your face paint by selecting no paint from face. Just select no paint when you want to skip wearing any face paint at all. But your camo index is never going to be as high without face paint as it is with it. Unless you want the enemy to see you, you ought to be wearing face paint. Okay, danke für die Information. Snake, you beat the pain. Not without a tough fight. How did it feel to fight one of the boss's comrades? What are you getting at? I just want to know what it's like to have fought a member of the legendary Cobra unit. That's all. What you want to know is if I can really face the boss. Is that right? Well, that too. Don't waste your time worrying about me. I'll get the mission done. I certainly hope so. So the exit of the cave is up ahead? Right. Go to the end of the cave and you'll come out in an aqueduct overgrown with mangroves. This leads to the Ponizovye swamp. Okay. Snake, have you heard about the massacre that happened in the forest near the village of Gnezdovo? The Kalten Forest Massacre, right? During World War II, the German army came upon the bodies of 4,000 dead Polish in the forest of Katyn. Yeah, Germany blamed the Soviet Union, but the Soviet Union denied it, blaming Germany in return. The truth is that Stalin ordered the NKVD to carry out the killings. And it's not just Katyn. In places like Western Ukraine and Belarus, there must have been at least 20,000 Poles in the prison camps. Why are you telling me this? Volgin was one of the people responsible. He was one of the vicious leaders behind it. Volgin was? He blamed it on a prisoner revolt to allay any fears, and requested they be put to death. I've heard that Volgin even removed the blindfolds from each prisoner before he beat them to death. I knew he wasn't all there in the head, but this... Not someone you could be friends with. Ja, dieser Vorfall, dieser Katyn-Massaker, der ist bis heute auch immer noch sehr umstritten bei den Historikern. Manche sagen, es hat die Sowjetunion das alles gemacht, manche sagen, das war doch Nazi-Deutschland, die das Ganze gemacht hat und die haben so quasi das so gemacht, nee, wir waren das nicht, das waren nur die. Es ist bis heute sehr umstritten und da gibt es auch sehr viele Filme, die sagen, nee, das war die Sowjetunion, das war komplett die Sowjetunion. Ohne dabei auch die Seite von Deutschland auch anzuschauen. Ja, war klar.
Aber ich selbst glaube daran, dass das Nazis waren und nicht die Sowjetunion. Aber wie gesagt, es ist immer noch heute sehr umstritten. Ja, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Machen wir mal... Okay, mit dieser Uniform könnte es schon klappen. Okay, damit können wir es nicht machen. Es sieht gut aus, aber das macht irgendwie wenig Sinn, mit so einer Bemalung da rumzulaufen. Verdammt. Oh Mann, endlich ist es vorbei. Ach ja, habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Habt ihr es auch gelesen, dass für die Master Collection hat jetzt Konami ein sehr interessantes Element eingefügt, und zwar die Spieler von der Master Collection werden jetzt eine spezielle Inhaltswarnung haben, also so eine Disclaimer, dass dieses Spiel bestimmte Elemente und Dialoge beinhaltet, die heute schon als beleidigend eingestuft werden. Das ist jetzt kein Witz, Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist so behindert. Diese ganze Toleranz, was soll die Scheiße überhaupt? Ihr könnt es gerne im Internet nachlesen, das ist kein Witz. Ich habe das sogar auf meinem Kanal das einmal gepostet. Richtiger Kindergarten, meine Fresse, ey. Was kommt als nächstes? Die ganzen alten Filme, die damals richtig gut waren, dürfen heute auch nicht mehr gezeigt werden, weil die irgendwelche Witze da haben oder was? Junge, das ist richtiger Kindergarten, ohne Witz. Die Leute haben einfach komplett den Verstand verloren mit dieser ganzen Toleranz und Woke etc. etc. Oh, meine Güte. Ich hoffe, das findet sehr schnell sein Ende. So schnell wie möglich. Weil so kann es einfach nicht weitergehen. Ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, dass wenn die schon diese Inhaltswarnung da eingefügt haben, das bedeutet, dass in einem Remake von Delta und vermutlich auch in anderen Metal Gear Solid Teilen werden sie auch verschiedene lustige und witzige Dialoge und sonstige, ja, lustige Sachen etc. entfernen, weil es ja heute, ja, die Gefühle der Person verletzen könnte und so weiter und so fort. Kindergarten, ey. Wenn die es so machen werden, ja, dann sage ich euch eins, kauft euch Metal Gear Solid Delta überhaupt nicht, das lohnt sich nicht. Einfach unfassbar, ohne Witz, unfassbar. Da spiele ich lieber die alten Spiele weiter als
diese neu bearbeitete Reimagining-Videospiele, wo alles jetzt zum größten Teil entfernt wurde, weil man Angst hat, die Gefühle der Person zu verletzen. Was ich aber komisch finde... Oh, schau mal. Eine Spinne. Komm her. Oh, komm schon, die hat mich gebissen. Du kleines Stück Scheiße. Paramedic. Snake, have you been bitten by a venomous animal? Yeah. It looks like the poison is already starting to affect you. Unless you cure it, your life will just keep decreasing. You've got to treat it now. To cure poison, go into Cure in the survival viewer and administer a serum injection. Ist klar, ja, das I see you've wusste got ich a schon. cobalt blue tarantula. The cobalt blue tarantula is a poisonous spider with a highly potent venom. If you get bitten, go into the survival viewer immediately and use Cure to administer a serum injection. There are many different varieties of tarantulas. The cobalt blue is part of a group called earth tigers. They build their nests mainly underground and are highly aggressive. Their diet consists of not only insects, but also mice and even snakes. Interesting. So how do they taste? Are you really going to eat them? Naturally. So, It says here they're not very good. damn. Don't act so surprised. Isn't it obvious? Why would it be obvious? It's a spider, for goodness sake. A big one, but still a spider, and there's not much to it. Yeah. If only it were as big as the one in Earth versus the Spider. The what? Earth versus the Spider. It's a movie about this gigantic spider. When it's small, it's about 15 feet wide. But when it's big, it's about 35 feet wide. What do you mean when it's small and when it's big? The size changes from scene to scene. It happens all the time. Nie gesehen, aber ein sehr interessanter Film. Ich muss auch zugestehen, ich habe einmal, als ich klein war, ich habe einmal aus Versehen eine Spinne gegessen. Also keine große, sondern eine kleine Spinne. Und ich sag euch so, der Geschmack war... Also stellt euch mal ein Bonbon vor, mit, ich sag mal jetzt Himbeergeschmack, aber mit einer Menge Salz. So hat es sich ungefähr jetzt angefühlt, es zu essen. Yep. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Alles klar, Calorie Mate sind auf jeden Fall richtig exzellent. Was würde ich davor sagen? Ach ja, richtig. Wisst ihr, was ich komisch finde? Wenn es zu dieser ganzen Thematik mit Gefühle verletzen und sowas kommt, wenn es normal ist, dann werden diese alle sagen, oh ja, wir wollen hier keine Gefühle verletzen, wir werden das so schnell wie möglich ändern. Aber sobald es dann jetzt zum Beispiel Thema Sowjetunion etc. Angeht, da bleiben die schon beim Alten. Nee, das sind die Bösen, wir machen weiter. Mhm. So viel zum Thema Gleichstand für alle. Genau. Vertraut mir, Leute, diese ganze Gleichbesinnung und etc., was sie da labern, vertraut mir, das wird nicht klappen. Weil unsere Welt so gemacht ist. Nichts ist perfekt und so wird es auch bleiben. Dasselbe auch mit der LGBTQ etc., das wird auch nicht überall jetzt auf der Welt akzeptiert sein. Es wird so oder so nicht passieren. Das ist eine pure Zeitverschwendung und ich weiß nicht, warum die Leute sich da jetzt große Gedanken darüber machen. Es wird einfach nicht klappen. Punkt, aus, Ende.
Es gibt auch weitaus wichtige Probleme und Dinge zu besprechen als das. Vor allem sehr viele Leute haben auch schon richtig die Schnauze voll davon. Und die Leute, die auch dieses Geschlecht, sag ich mal jetzt, haben, also was Homosexuelle etc. angeht, die sagen auch schon richtig jetzt oft, dass das Ganze schon zu weit gegangen ist. Und das ist schon richtig blöd. Ihr müsst euch mal vorstellen, selbst die sagen, dass die schon zu weit gegangen sind. Richtiges Armutszeugnis, ey. Aber wie ich schon gesagt habe, das wird nicht klappen. Also müssen die sich auch darüber auch nicht darum kümmern. Wie gesagt, es gibt weitaus wichtige Dinge. Aber gut, genug jetzt davon. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volken. Damn you! Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Has the CIA dog been disposed of yet?
pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Nah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. The sorrow, is that you? Die wissen auf jeden Fall Bescheid, dass ich The Pain eliminiert habe. Ja, das heißt, die sind jetzt auf jeden Fall schon bereit. Ja, hier gibt es übrigens auch eine interessante, ja, Sequenz, versteckte Sequenz besser gesagt. Und zwar, man kann hier mit einem Scharfschützengewehr The End schon sofort eliminieren. Und sobald man ihn hier eliminiert hat, dann wird man an dem Punkt, wo man eigentlich normalerweise gegen ihn einen Bosskampf hat, dann werden dort statt The End die Spezialeinheit von Ocelot anwesend sein. Und die muss man dann eliminieren. Ich habe es selbst damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, überhaupt nicht gewusst, dass sowas möglich ist. Das Spiel überrascht einen immer und immer wieder. Nur schade, dass ich sowas nicht für die neuen Spiele sagen kann. Bei neuen Spielen sieht man das zu selten. Ja, die Tarnung hat wohl leider nicht geklappt. Ja, aber es war ein Versuch wert. Ein Versuch wert.
Ich gehe mal am besten zurück und dann gehe ich wieder da rein. Weil ich möchte nicht da immer am Stand das alles machen. Komm schon. Alles klar, da machen wir es eben auf die andere Tour. Perfekt, jetzt hier mal Ruhe, verdammt. Komm schon, geh endlich kaputt. Was soll's, ich lasse es einfach. Weil normalerweise müsste es kaputt gehen. Das könnte ich gut gebrauchen. Footsteps. Who's that? Schon. Ich soll mal besser aufpassen. So, das jagen wir gleich mal in die Luft.
Hier sind wir wieder in den Dschungeln. You got some instant noodles, huh? Instant noodles? Uh-huh. It was invented in Japan just recently. Add some hot water and it's ready to eat. It's cheap and can be stored for a long time. And besides, it's delicious. It's like a miracle food. Wow. Speaking of which... Yeah? Are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Whatever. Okay, können wir gerne machen nach der Mission. I see you've caught yourself a maroon shark. The maroon shark is found mostly in Southeast Asia, but it's not actually a shark. It's related to the carp. It's also known as the red-finned cigar shark, the river barb, and the sultan fish. Interesting. So how does it taste? According to the guide, it's good, but it's kind of oily and it has a lot of little bones. Fine with me. I never worry about the little things. So I gathered. Okay. Also ich finde es richtig cool, wie hier die ganzen Codex auch mit Informationen hier gefüllt sind. And they look a little primitive. Auch was Essen angeht. Yeah, but this is their Richtig cool. territory. Why would they need this many traps here? Maybe it's part of some kind of tactical research. Tactical research? Yeah. As I'm sure you know, the Soviet Union is leading a worldwide revolution among communist forces all over the globe. But a lot of the countries involved don't have the necessary funds and industrial technology, so they need tactics that are both effective and economical. That's what they're researching? Yeah, and traps are one of the best ways to do that. I'll bet that place is one of their testing grounds. Clappers, arrows, pendulums, all of these traps are set off by applying force to a rope. Don't touch the ropes and you'll be fine. Use rolling to get over them, or just crawl under them. Either way ought to work. If you do set off a trap and an arrow or a spiked pendulum comes flying your way, you can still dodge it by immediately diving out of the way. Pit traps and snares are camouflaged into the ground to make them harder to detect. But if you look carefully enough, you can see them through the disguise. Try stalking to proceed with extra caution. In any case, if you think there might be traps lying around, keep a close eye on the ground and stay alert. Mhm, alles klar. Werde ich mir merken. Hier gibt es auf jeden Fall Fallen, das wissen wir. Da sehe ich schon eine. Okay, wir können da drauf klettern. Was gibt es da? Okay, irgendwelche Früchte. Und sonst nichts. Ah, da ist noch sogar eine Schlange. Okay, irgendwelche komische Pilze. Muss ich mal nachfragen, was das für welche sind. I see you caught yourself a green tree python. The green tree python isn't venomous, so no need to worry. It's fairly docile too, so I don't think it's likely to attack you. The green tree python originally comes from Australia and New Zealand. It's a really pretty green color, and it lives... Oh my god. What's wrong? Snake, what did I just say? They come from Australia and New Zealand. No, after that. They're a really pretty green color. I thought so. What was I thinking? Seeing a snake and calling it pretty? What's wrong with that? Everything. When a normal woman sees a snake, she's supposed to scream or get sick or something like that. And you think you're normal? What was that?
Nothing. Ugh, it's all your fault. Jeez, I'm sorry. But enough of that. What do you mean, enough of that? This is serious. No, I just wanted you to tell me how it tastes. How should I know? Ugh. It was awfully pretty, though. Junge, also Paramedic ist richtig komisch. I see you found some flyagaric mushrooms. The flyagaric is a relative of the deathcap mushroom that grows only in that region. You'll find it growing on the ground, but it's poisonous, so if you pick one up, don't eat it. If you do eat one, go into the survival viewer immediately and use Cure to take some antidote. The poisons found in the flyagaric include phallotoxins and amatoxins. It says here that when you eat it, the initial symptoms include nausea, stomach pain, and diarrhea. Finally, your liver and kidneys will break down into a sponge-like substance and you die. Sounds like a horrible way to die. Isn't it? Yeah. So how does it taste? Huh? How does it... Were you listening to me? The flyagaric is poisonous. I heard you, but if I did eat it, it might taste good, right? I give up. Oh, Snake, meine Güte. Wenn du ein giftiges Pilz isst. Ja, natürlich schmeckt das richtig gut. Nein, natürlich nicht. Also bitte versucht das überhaupt nicht zu machen. What can I say? Okay, ein befriedigender Geschmack. Ja, geht so. Das will ich nicht essen. Mhm. Können wir auch gut gebrauchen. Wow. Wer ist das denn bitteschön? Major, I found a... I know. It's probably a scientist who fled from the lab. I'd wager that the traps in those woods are set up more to deal with would-be escapees than to keep intruders out. Scheinbar hat es einen Wissenschaftler hier erwischt. I see you've caught a European rabbit. The European rabbit is said to have come from the Mediterranean region originally, but nowadays they're found all over the world. They've been used since ancient times as a source of food, so it might be worth catching them. Rabbits are known to eat their own excrement. They eat their own... That's right. It's called cecal feces. When the rabbit eats fiber, the fiber is fermented in the rabbit's appendix, or cecum, and turned into a nutritious substance full of vitamins. The rabbit excretes this substance and then eats it again to absorb the nutrients. That's a neat trick. I think I'll give it a try. Snake, rabbits and humans don't work the... I'm just kidding. You really thought I was going to eat it? A little, yeah. Even I wouldn't do that. I guess not. But how did those seagull feces taste? What? I'm just kidding. Yep, das ist auch ein interessanter Fakt. Kaninchen essen auch Wearing ihre the leaf pattern camouflage, right? Exkremente, ja. Leaf pattern is a forest camouflage created to provide cover in woodland areas. Now that our involvement in Vietnam looks set to expand, they're thinking about adopting it for official use. It'll help you blend in, especially well when you're hiding in the bushes. Okay, gut zu wissen. Interessanter Fakt übrigens, wenn man das Face, diese also Gesichtsbemalung schwarz auswählt und dann Sigint dann anruft, dann wird er auch darauf sehr interessant auch drauf wirken. Warum habe ich so ein Gefühl, dass diese Bemalung in Delta Remake entfernt wird? Aus sehr, sehr, sehr guten bekannten Gründen.
Strom ist aus, jetzt können wir da rein. So, okay, aber wir versuchen es mal mit Anklopfen. Okay, just a second. Ja, mach schnell auf hier. Pizzaservice. Who's that? Ja, das ging mal richtig in die Hose. Du mieser Köter, komm her. Gut, dass die hier auch keinen Alarm geschlagen haben. Freeze. Speak. To the northeast. Okay, und weiter. Speak. In the armory. Speak. There's some ammo. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank für die Information. M16. Amerikanisches Sturmgewehr. So, die verstecken wir gleich mal hier hin, damit wir uns jeglichen Ärger hier sparen können. So, jetzt geht es rein in den Labor. Good. You've infiltrated the lab. The security on the inside is very tight. You'll find it difficult to look for Sokolov unless you're disguised as a scientist. Use the clothes that Eva gave you to disguise yourself as a scientist. To disguise yourself as a scientist, go into the survival viewer and select Scientist from the Uniform option on the camouflage screen. Just remember to remove your face paint. To remove your face paint, choose No Paint from the Face option of the camouflage screen. Alles klar, das muss ich mir mal merken. Looks like you're using splitter face paint. Splitter is an indoor face paint. Painting your face with splitter should help you blend in better when you're infiltrating a building. Okay. Das heißt, wir dürfen keine Gesichtsbemalung haben. Sonst werden die Verdacht schöpfen. Was auch schon natürlich klar ist. Weil, wo hat man bitte schon einen Wissenschaftler gesehen, der mit so einer komischen Gesichtsbemalung rumläuft? Die werden da schon sofort sagen, ey, sag mal, geht's noch? Der hat sogar einen Ausweis.
Richtig cool. Interessante Fotos haben die da. So, jetzt bitte kein Verdacht schöpfen. Ein Spielmagazin. Was zum... Hallo, ich bin einer von euch. Ah, stimmt. Ich habe beinahe vergessen. Dieser Raum... Also in diesem Raum befindet sich ein Wissenschaftler, der, ich sag mal jetzt so, schon ein bisschen vorsichtiger vorgeht als die normalen Wachen. Und darum empfiehlt es sich in diesem Raum, sich dem Wissenschaftler auch nicht zu zeigen. Ansonsten wird er Alarm schlagen. Ganz egal, ob ihr die Tarnung anhabt oder nicht. Ich hoffe, dass die mich jetzt wieder nicht bemerken. Ich mach gar nichts.
Ey, komm schon. Interessantes Poster. Canceling the alert. Return to your position. Das ist auch ein sehr bekanntes Running Gag bei Metal Gear Solid Spielen, dass man dort verschiedene Magazine von Models findet. Unsere Spielemagazine sind auch da, auch als kleines Easter Egg. Weil die wurden damals richtig stark in diesen ganzen Spielmagazinen gezeigt. Ach ja, Leute, wisst ihr noch damals die Zeiten, wo es Spielmagazine gab, wie Computerbildspiele und so weiter und so fort? Das waren noch Zeiten, ja. Die heutige Jugend weiß davon überhaupt nichts. Ich weiß noch, wo ich tonnenweise Computerbildspiele, Zeitschriften gekauft habe, um dort die ganzen Spiele auf CDs zu bekommen. Ach ja, das waren wundervolle Zeiten. Heute gibt es diese, also soweit ich weiß, gibt es Computerbildspiele jetzt nicht mehr, aber solche ähnliche Spielemagazine gibt es immer noch, die drucken das immer noch als Zeitschriften aus. Aber ich sag so, ich schätze mal, in 30, 40 Jahren wird es dann die nicht mehr geben, weil, ja, klimafreundlich und wir müssen Papier sparen und so weiter und so fort. Junge, Junge, die Welt ist richtig komplett verrückt geworden, ohne Witz. Da gibt es doch was Verstecktes, oder nicht? Aha! Okay, wir haben eine versteckte Uniform, nennt sich Fliegen. Hört sich komisch an, aber sie hat einen sehr interessanten Effekt. Und zwar, wenn ich sie gleich anziehe, genau, das ist eine sehr, sehr stinkende Uniform. Richtig, sie stinkt so stark, dass da man nicht nur Fliegen sehen wird, die Snake befallen werden, sondern, soweit ich weiß, die Gegner werden auch versuchen, Snake, ja, also die werden versuchen, auf jeden Fall ihm aus dem Weg zu gehen. Problem ist aber, durch diesen starken Gestank löst man damit leicht einen Alarm aus und die Gegner werden dann auch aufmerksam. Ich frage mich, ob es irgendeinen Spieler gibt, der Metal Gear Solid 3 mit allen Uniformen schon durchgespielt hat. Also mit allen Uniformen meine ich, also eine Uniform pro Spielgang. Also einmal hast du das Spiel komplett komplett mit Tigerstreifen durchgespielt, dann hast du den nächsten Spielgang also mit der Fliegenuniform durchgespielt und so weiter und so fort. Also ihr versteht schon, worauf ich hier hinaus will. Ich frage mich, ob es schon irgendeinen Spieler so gibt, der sowas gemacht hat. Okay, Kaninchen sind lecker. Ich liebe auf jeden Fall diese ganzen Codec-Codes, weil dort erfährt man so viele Informationen, das ist einfach richtig cool. Auch die ganzen Informationen über Essen, über Tiere, über Pflanzen und so weiter und so fort. Das Spiel ist so eine Art Spiel und Lehrer zugleich. Sie lehrt auch den Spieler. Zeig mir bitte irgendein Spiel, das heute einen genauso ähnlichen Aspekt verfolgt wie Metal Gear Solid. Ihr werdet mir wahrscheinlich sagen, Assassin's Creed, ich sag so, bis Black Flag
bis Black Flag war es schon recht stabil, was Geschichte angeht. Nach Black Flag ging es dann komplett in den Bach runter. Vor allem bei Valhalla, also bei Valhalla muss ich überhaupt nichts sagen. Das war grottenschlecht. Zigarettenspray. Damit können wir die Wachen betäuben mit den Zigaretten. Also das sind speziell bearbeitete Zigaretten. Also das sind keine Zigaretten, die man raucht. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Aber ich hoffe, dass die da keine Alarm schlagen werden. Dass die sagen, ey, was machst du denn da? So, probieren wir es mal aus. Hey, was geht? Gesehen? Richtig cool. Die denken, okay, du rauchst, aber dann auf einmal zack. Und schön schlafen. Ein weiteres japanisches Model. Ich frage mich, ob die Poster mit diesen japanischen Models auch in Remake vorkommen werden. Vermutlich nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall. Einige Spieler fragen sich auch bis heute noch, warum Kojima die da reingetan hat. Nun, das lag daran, dass... Ein Kerchief. Ein präpariertes Taschentuch. Mit diesem Taschentuch können wir auch die Gegner betäuben, allerdings müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Denn wenn wir das 2- oder 3-mal mehr benutzen, dann kann es auch passieren, dass wir uns da selbst betäuben. Also da müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, also zu diesen Mods, also viele wissen es nicht, aber diese ganzen Mods sind nicht einfach nur so da, sondern Kojima hat sie da reingetan, weil die ganzen Mods dienten als Vorlage für die weiblichen Hauptcharaktere in dem Spiel, soweit ich weiß. Vor allem auch was Metal Gear Solid 4 angeht. Da gibt es auch ein Magazin, wo man die ganzen Mädels finden kann. Und diese ganzen Mädels, die da abgebildet sind, das sind auch die Damen, die als Vorlage für die ganzen Beauty and the Beasts dienten. Ich glaube auch schon fest daran, dass Konami das Ganze behalten wird, also mit den ganzen Erotikmagazinen etc. etc. Aber ich sag euch so, man kann da sich nie sicher sein. Die können jeden Moment ihre Meinung ändern und sagen, ne, tut mir leid, wir machen das nicht, weil wir Angst haben. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore.
Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic Shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the philosophers' money laundering activities. In the confusion of the war, they somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally.
We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? This key will open that door. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Interessanter Mann, dieser Granin. Ja, wir haben auf jeden Fall von ihm sehr nützliche Informationen erhalten. Rufen wir mal an. Major, Sokolov's already been moved to the fortress. But that's only what Granin told you, right? He may have been giving you false info. No, he wasn't lying. How can you be so sure? Gut feeling. Good enough for me. According to Granin, you should be able to get to the mountains through a passage located deep in the jungle beyond the warehouse. Right. Then if I climb the mountains, there'll be an underground tunnel leading to Groznygrad near the summit. Start out by going back to the warehouse.
Use the key you got from Granin to open the door and proceed into the jungle. You remember where the door is, don't you? It's directly north of the door you went in when you came from the aqueduct. Okay. Sigint, Granin said something about putting legs on a tank. Do you know what he was talking about? If you ask me, it's gotta be a joke. Not only is making a tank walk on 2 legs a technical nightmare, but there's no point in making a walking tank to begin with. Putting legs on a tank would raise its clearance, increasing its frontal projection area. It'd also be less stable. Suppose the legs help the tank travel on bad roads. I don't see the logic in that. Isn't that what treads are for? I mean, anybody who'd seriously consider making a thing like that has got to be a wacko. Come to think of it, there was a guy in the States who wrote a paper on that subject. What was his name? Emerson? Heinrich? Something like that. I don't really remember. Of course, no one took that seriously. Ja, Sigint, wenn du nur wüsstest, was dann in der Zukunft passieren wird. Wenn du nur wüsstest. Aber gut, ja, Sigint, Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, schon klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Replay Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die mich hier nicht erwischen, weil ich habe keinen Bock darauf. Gut, bleibt auf jeden Fall dran, im nächsten Part wird es dann weitergehen.